Hallo und willkommen. Schön, dass du wieder hier bist. Heute nehmen wir uns Zeit. Zeit für Deutsch. Zeit für Ruhe. Zeit für dein neues Leben in Deutschland. Du musst nichts schnell machen. Du musst nicht jedes Wort sofort verstehen. Du darfst langsam hören. Du darfst langsam lesen. Du darfst Wörter wiederholen. Wiederholen bedeutet noch einmal sagen, noch einmal hören, noch einmal lernen. Heute sprechen wir über einen neuen Rhythmus. Rhythmus. Das ist ein schönes Wort. Rhythmus bedeutet, etwas kommt immer wieder. Morgen, Mittag, Abend. Montag, Dienstag, Mittwoch. Aufstehen, frühstücken, lernen, arbeiten, einkaufen, kochen, schlafen. Das ist Rhythmus. Dein Leben braucht Rhythmus. Besonders in einem neuen Land. Wenn du neu in Deutschland bist, ist am Anfang vieles unruhig. Unruhig bedeutet nicht ruhig. Dein Kopf ist voll. Voll bedeutet, sehr viele Dinge sind darin. Du denkst an Dokumente. Du denkst an Termine. Du denkst an die Sprache. Du denkst an Geld. Du denkst an Wohnung. Du denkst an Arbeit. Du denkst an Familie. Du denkst an deine Zukunft. Zukunft bedeutet, die Zeit, die noch kommt. Das ist normal. Ein neues Leben beginnt oft nicht ruhig. Es beginnt mit vielen Fragen. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Wen muss ich fragen? Wie sagt man das auf Deutsch? Was bedeutet dieses Wort? Warum sprechen alle so schnell? Warum ist das so kompliziert? Kompliziert bedeutet nicht einfach. Aber nach einiger Zeit brauchst du nicht nur Lösungen für Probleme. Du brauchst auch einen Alltag. Alltag bedeutet das normale Leben. Nicht nur Notfall. Nicht nur Stress. Nicht nur Dokumente. Sondern ein normaler Tag. Ein normaler Morgen. Ein normaler Weg. Ein normaler Kurs. Eine normale Arbeit. Ein normales Essen. Ein normales Gespräch. Ein normales Wochenende. Heute bauen wir diesen Alltag langsam auf. Bauen bedeutet, etwas Schritt für Schritt machen. Wie ein Haus. Ein Haus braucht ein Fundament. Fundament bedeutet, der feste Teil unten. Dein neues Leben braucht auch ein Fundament. Dieses Fundament besteht aus kleinen Dingen. Schlaf, Essen, Sprache, Zeit, Arbeit, Lernen, Kontakte, Ruhe, Bewegung, Ordnung. Ordnung. Ein wichtiges Wort. Ordnung bedeutet, Dinge haben ihren Platz. Nicht nur Sachen. Auch Gedanken können Ordnung haben. Wenn dein Tag Ordnung hat, wird dein Kopf ruhiger. Wenn dein Kopf ruhig ist, lernst du besser. Wenn du besser lernst, wirst du sicherer. Sicherer bedeutet mit mehr Sicherheit. Sicherheit bedeutet, du hast weniger Angst. Also atme ruhig ein. Atme ruhig aus. Wir beginnen mit dem Morgen. Der Morgen ist der Anfang des Tages. Ein guter Morgen muss nicht perfekt sein. Er muss nur klar sein. Klar bedeutet, du weißt, was du tust. Du wachst auf. Vielleicht klingelt dein Wecker. Wecker bedeutet Alarm. Der Wecker sagt, es ist Zeit.
Zeit zum Aufstehen. Aufstehen bedeutet aus dem Bett kommen. Am Anfang ist es schwer. Das Bett ist warm. Die Decke ist weich. Weich bedeutet soft. Draußen ist es vielleicht kalt. Kalt bedeutet nicht warm. Aber du stehst auf. Du sagst zu dir selbst: Guten Morgen. Heute mache ich einen Schritt. Einen Schritt. Nicht 10 Schritte. Nicht alles. Nur einen Schritt. Das ist genug. Genug bedeutet ausreichend. Du öffnest das Fenster. Fenster bedeutet Glasöffnung in der Wand. Du lüftest. Lüften bedeutet frische Luft in die Wohnung lassen. Frische Luft kommt herein. Herein bedeutet nach innen. Du atmest. Atmen bedeutet Luft in den Körper nehmen und wieder herauslassen. Einatmen, ausatmen. Du bist noch müde, aber du bist da. Dasein bedeutet existieren, anwesend sein. Du gehst ins Badezimmer. Badezimmer bedeutet Raum mit Dusche, Waschbecken, Toilette. Du wäschst dein Gesicht. Waschen bedeutet mit Wasser sauber machen. Du putzt deine Zähne. Zähne putzen bedeutet die Zähne sauber machen. Du schaust in den Spiegel. Spiegel bedeutet, du siehst dein Gesicht. Vielleicht siehst du müde aus. Müde bedeutet, du brauchst Schlaf oder Pause. Vielleicht siehst du besorgt aus. Besorgt bedeutet, du machst dir Sorgen. Sorgen sind Gedanken, die schwer sind. Du sagst, es ist okay. Ich bin neu. Ich lerne. Heute muss nicht perfekt sein. Dieser Satz ist wichtig. Ich bin neu. Ich lerne. Heute muss nicht perfekt sein. Jetzt machst du Frühstück. Frühstück bedeutet die erste Mahlzeit am Tag. Mahlzeit bedeutet Essen zu einer bestimmten Zeit. Du gehst in die Küche. Küche bedeutet Raum, wo man kocht. Du machst Tee oder Kaffee. Tee, Kaffee, Wasser, Milch, Brot, Ei, Obst. Vielleicht Reis. Vielleicht Suppe. Vielleicht Essen aus deinem Heimatland. Heimatland bedeutet Land, aus dem du kommst. Essen gibt Kraft. Kraft bedeutet Energie. Viele Menschen vergessen am Anfang zu essen. Sie haben Stress. Sie trinken nur Kaffee. Sie laufen von Termin zu Termin. Aber dein Körper braucht Essen. Körper bedeutet Body. Dein Kopf braucht auch Essen. Wenn du hungrig bist, lernst du schlechter. Hungrig bedeutet, du brauchst Essen. Wenn du durstig bist, bist du müde. Durstig bedeutet, du brauchst Wasser. Also trink Wasser. Iss etwas Einfaches. Einfach bedeutet, nicht kompliziert. Ein Brot, eine Banane, ein Ei, ein Joghurt, eine Suppe, etwas Warmes, etwas Kleines. Es muss nicht perfekt sein. Es muss dir helfen. Jetzt schaust du auf deinen Kalender. Kalender bedeutet Plan mit Tagen und Terminen. Heute hast du vielleicht einen Deutschkurs. Deutschkurs bedeutet Kurs, in dem du Deutsch lernst. Vielleicht hast du Arbeit. Vielleicht hast du Schule. Vielleicht hast du einen Termin. Vielleicht hast du frei. Frei bedeutet
keine Arbeit, kein Kurs. Aber auch freie Tage brauchen Struktur. Struktur bedeutet Ordnung im Tag. Du schreibst 3 Dinge auf. Nicht 10. 3 Dinge. Zum Beispiel Deutsch lernen, einkaufen, eine E-Mail schreiben oder zum Kurs gehen, Hausaufgaben machen, spazieren gehen oder arbeiten, Wäsche waschen, Freund anrufen. 3 Dinge sind genug. Wenn du mehr schaffst, gut. Wenn nicht, auch gut. Schaffen bedeutet erfolgreich tun. Kleine Listen helfen. Eine Liste macht deinen Kopf leerer. Leerer bedeutet weniger voll. Was auf Papier steht, muss nicht die ganze Zeit im Kopf bleiben. Jetzt gehst du aus dem Haus. Haus bedeutet, in dem Menschen wohnen. Du ziehst deine Jacke an. Jacke. Kleidung für draußen. Du nimmst deine Tasche. Tasche. Darin sind deine Sachen. Schlüssel. Handy. Geldbörse. Wasserflasche. Vielleicht ein Heft. Heft bedeutet kleines Buch zum Schreiben. Vielleicht ein Stift. Stift bedeutet Pen. Vielleicht deine Dokumente. Du prüfst kurz. Schlüssel, Handy, Geld, Ticket? Maske vielleicht nicht immer, aber manchmal in Arztpraxen oder Kliniken. Dokumente? Alles da. Da bedeutet vorhanden. Du schließt die Tür. Schließen bedeutet zumachen. Zumachen. Du gehst die Treppe hinunter. Treppe bedeutet Stufen im Haus. Oder du nimmst den Aufzug. Aufzug bedeutet Lift. Du sagst vielleicht deinem Nachbarn Guten Morgen. Nachbar bedeutet Person, die in der Nähe wohnt. Er sagt Morgen. Kurz. Einfach. Freundlich. Freundlich. Ein wichtiges Wort. Freundlich bedeutet nett, ruhig, respektvoll. In Deutschland sind viele Gespräche kurz. Kurz bedeutet nicht lang. Das ist nicht immer unfreundlich. Es ist oft normal. Ein kurzer Gruß ist schon gut. Guten Morgen. Hallo. Guten Abend. Das sind kleine Brücken. Brücke bedeutet Verbindung zwischen Menschen. Jetzt gehst du zur Haltestelle. Haltestelle bedeutet Ort, wo Bus oder Straßenbahn hält. Du wartest. Warten bedeutet wait. Vielleicht kommt der Bus pünktlich. Pünktlich bedeutet genau zur richtigen Zeit. Vielleicht kommt er später. Später bedeutet nicht jetzt, sondern danach. Du bleibst ruhig. Du hast ein paar Minuten mehr geplant. Planen bedeutet vorherdenken. In der Bahn oder im Bus hörst du Deutsch. Viele Stimmen. Stimme bedeutet Voice. Menschen telefonieren. Kinder sprechen. Eine Frau fragt etwas. Ein Mann liest Nachrichten. Du verstehst nicht alles, aber du hörst den Klang. Klang bedeutet Sound. Du hörst Wörter, Bahnhof, Aussteigen. Nächste Haltestelle. Tür. Bitte zurückbleiben. Danke. Du musst nicht alles verstehen. Dein Ohr lernt. Ohr bedeutet ihr. Dein Ohr hört. Dein Gehirn speichert. Gehirn bedeutet Brain. Speichern bedeutet behalten. Auch wenn du nicht aktiv lernst, lernst du ein bisschen. Ein bisschen bedeutet wenig, aber etwas.
Jetzt kommst du zum Deutschkurs. Der Deutschkurs ist ein wichtiger Ort. Ort bedeutet Place. dort lernst du Sprache. Aber nicht nur Sprache. Du lernst Menschen. Du lernst Routine. Du lernst, Pünktlich zu sein. Du lernst, Fragen zu stellen. Du lernst, Fehler zu machen und weiterzumachen. Du gehst in den Kursraum. Kursraum bedeutet Raum für den Unterricht. Unterricht bedeutet Learning Time with Teacher. Die Lehrerin sagt Guten Morgen. Lehrerin bedeutet Female Teacher. Lehrer bedeutet Male Teacher. Du sagst Guten Morgen. Du setzt dich. Hinsetzen bedeutet sich auf einen Stuhl setzen. Stuhl bedeutet Chair. Tisch bedeutet Table. Heft auf den Tisch. Stift in die Hand. Handy vielleicht leise. Leise bedeutet Nicht laut. Der Kurs beginnt. Beginnen bedeutet anfangen. Die Lehrerin schreibt ein Wort an die Tafel. Tafel bedeutet Board. Das Wort ist Alltag. Alltag bedeutet normales Leben. Du schreibst es ab. Abschreiben bedeutet Von der Tafel in dein Heft schreiben. Du liest der Alltag. mein Alltag. Im Alltag. Alltagssprache. Alltagssprache bedeutet Sprache, die man jeden Tag braucht. Du lernst einen Satz: Ich fahre jeden Morgen mit dem Bus zum Kurs. Jeden Morgen bedeutet every morning. Mit dem Bus. Zum Kurs. Der Satz ist einfach, aber er ist nützlich. Nützlich bedeutet hilfreich. Die Lehrerin fragt: Wie kommst du zum Kurs? Du antwortest: Ich komme mit dem Bus. Oder Ich komme zu Fuß. oder Ich komme mit der Bahn. oder Ich komme mit dem Fahrrad. Fahrrad bedeutet Bike. Vielleicht sprichst du langsam. vielleicht machst du einen Fehler. Du sagst: Ich komme mit dem Bus. Die Lehrerin sagt mit dem Bus. Du wiederholst Mit dem Bus. Kein Problem. Fehler sind normal. Fehler. Das Wort kennen wir schon. Fehler bedeutet, etwas ist nicht richtig. Aber Fehler sind Teil vom Lernen. Teil bedeutet, Part. ohne Fehler lernst du nicht. Fehler zeigen dir den Weg. Weg bedeutet Route, Path. Ein Fehler sagt, hier musst du noch üben. Üben bedeutet, Practice. im Kurs machst du Partnerarbeit. Partnerarbeit bedeutet, zwei Personen arbeiten zusammen. Neben dir sitzt Amir. Amir kommt aus Syrien. Auf der anderen Seite sitzt Maria. Maria kommt aus Spanien. Vielleicht kommt jemand aus Vietnam, Aus der Türkei, aus Polen, aus Indien, aus der Ukraine. aus Marokko. Der Kurs ist international. International bedeutet viele Länder. Ihr fragt euch, wie heißt du? Woher kommst du? Wie lange bist du schon in Deutschland? Wo wohnst du? Was machst du gern? Was ist schwer für dich? Was ist Leicht für dich? Leicht bedeutet, nicht schwer? für dich ist vielleicht Lesen leicht. Sprechen ist schwer. Für Amir ist Sprechen leicht, aber Schreiben ist schwer. Für Maria ist Grammatik schwer. Grammatik bedeutet Regeln der Sprache. Artikel.
Verben. Satzbau. Satzbau bedeutet Ordnung im Satz. Du merkst, Jeder hat etwas Schweres. Jeder hat etwas Leichtes. du bist nicht allein. Alle lernen. Alle suchen Wörter. Alle lachen manchmal. Alle sind manchmal müde. Das ist gut. Ein Kurs ist nicht nur ein Ort für Grammatik. Es ist ein Ort für Mut. Mut bedeutet Angst haben und trotzdem sprechen. Du hast Angst, aber du sprichst. Das ist Mut. Du machst Fehler, aber du versuchst es. Versuchen bedeutet try. Das ist Mut. Nach dem Kurs hast du Pause. Pause bedeutet break. Du trinkst Wasser. Vielleicht Kaffee. Du sprichst mit Maria. Du sagst, der Kurs ist schwer, Aber gut. Maria sagt, ja, sehr schwer. ihr lacht. Lachen bedeutet, Smile with sound. Lachen verbindet. verbinden bedeutet, zusammenbringen. Du fragst, Möchtest du nach dem Kurs einen Kaffee trinken? Das ist ein wichtiger Satz. Möchtest du einen Kaffee trinken? Möchtest du spazieren gehen? Möchtest du zusammen lernen? Zusammen bedeutet Together. Vielleicht sagt Maria ja. Vielleicht sagt sie Heute nicht. aber nächste Woche. Nächste Woche bedeutet Week after. This week. das ist okay. Freunde entstehen langsam. Entstehen bedeutet anfangen zu existieren. Freundschaft braucht Zeit. Zeit. Wieder dieses wichtige Wort. Nach dem Kurs gehst du nach Hause oder zur Arbeit. Vielleicht hast du einen Minijob. Minijob bedeutet Kleine Arbeit mit begrenztem Einkommen. Einkommen bedeutet Geld, das du bekommst. Vielleicht arbeitest du in einem Café, Restaurant, Lager, Supermarkt, Hotel, Büro. Oder in der Reinigung. Reinigung bedeutet Cleaning. Vielleicht machst du eine Ausbildung. Ausbildung bedeutet, du lernst einen Beruf. Beruf bedeutet Job. Profession. Vielleicht suchst du noch Arbeit. Arbeit in Deutschland hat viele Wörter. Arbeitsvertrag. Vertrag. Lohn. Gehalt. Chef. Kollegin. Pause. Schicht. Dienstplan. Urlaub. Krankmeldung. Pünktlichkeit. Aufgaben. Verantwortung. Verantwortung bedeutet, du bist für etwas zuständig. Zuständig bedeutet, das ist deine Aufgabe. Zum Beispiel, du bist zuständig für die Kasse oder für das Lager oder für die Küche oder für die E-Mails. Wenn du arbeitest, brauchst du klare Kommunikation. Kommunikation bedeutet, Menschen geben Informationen. Du musst nicht perfekt sprechen. Aber du musst fragen, wenn du etwas nicht verstehst. Du kommst zur Arbeit. Du sagst Hallo oder Guten Tag oder Guten Morgen. Deine Kollegin sagt, Hallo, wie geht's? Du antwortest, Gut, danke. Und dir? das ist ein normaler kleiner Dialog. Dialog bedeutet Gespräch zwischen zwei Menschen. Dein Chef sagt, Heute räumen wir zuerst das Lager auf. Lager bedeutet Raum mit Waren oder Sachen. Aufräumen bedeutet Ordentlich machen. danach bitte die Lieferung kontrollieren. Lieferung
bedeutet Dinge, die ankommen. Zum Beispiel Waren. Kontrollieren bedeutet prüfen. Dann bitte die Liste unterschreiben. Unterschreiben bedeutet deinen Namen schreiben. viele Verben. Aufräumen, kontrollieren, unterschreiben. Du bist nicht sicher. Sicher bedeutet, du weißt es genau. Du fragst, Entschuldigung, können Sie mir das bitte noch einmal langsam sagen? Der Chef sagt es langsamer. Du wiederholst, zuerst Lager aufräumen, dann Lieferung kontrollieren, dann Liste unterschreiben. Richtig? Der Chef sagt, ja. Genau. Genau bedeutet, exactly. Dieses Wort hörst du oft. Genau. Ja, genau. Nicht genau. Ganz genau. Du arbeitest. Du machst die Aufgabe. Aufgabe bedeutet Task. Du schaust auf die Liste. Liste bedeutet List. du prüfst Kartons. Karton bedeutet Box. Du zählst. Zählen bedeutet Numbers sprechen oder prüfen. 1, 2, 3, 4, 5. Du schreibst auf. Aufschreiben bedeutet write down. Du machst Einen Fehler und merkst es. Merken bedeutet Notice. Du korrigierst. Korrigieren bedeutet verbessern. Bei der Arbeit brauchst du nicht nur Sprache. Du brauchst auch Haltung. Haltung bedeutet Wie du dich innerlich und äußerlich verhältst. Pünktlich kommen. Fragen stellen. Ehrlich sein. Hilfe annehmen. Annehmen bedeutet Akzept. Fehler zugeben. Zugeben bedeutet sagen, ja, das war mein Fehler. Das ist stark. Wenn du etwas kaputt machst, Sag es. kaputt bedeutet broken. Du sagst, es tut mir leid, ich habe das Glas fallen lassen. Fallen lassen bedeutet aus der Hand verlieren. Oder Entschuldigung, ich habe die falsche Nummer eingetragen. Eingetragen bedeutet in die Liste geschrieben. Was soll ich jetzt? Tun. Was soll ich jetzt tun? Ein sehr guter Satz. Nicht verstecken. Verstecken bedeutet Hide. nicht lügen. Lügen bedeutet nicht die Wahrheit sagen. In Deutschland Ist Ehrlichkeit bei Arbeit wichtig? Ehrlichkeit bedeutet die Wahrheit sagen. vielleicht bist du noch langsam. Langsam bedeutet nicht schnell. Am Anfang ist langsam normal. Du lernst neue Aufgaben, Neue Wörter. neue Regeln, neue Menschen. Du kannst sagen, ich bin noch neu. Ich werde schneller, wenn ich mehr Übung habe. Das ist ein guter Satz. Ich werde schneller mit Übung. Übung macht sicher. Nach ein paar Stunden hast du Pause. Pause. Du setzt dich. Vielleicht in einen Pausenraum. Pausenraum bedeutet Room for Break. Dort sitzen Kollegen. Sie sprechen Deutsch. Schnell. Sehr schnell. Du verstehst nur einzelne Wörter. Einzelne Wörter bedeutet einzelne Pieces. Wetter, Wochenende. Kinder, Einkauf, Chef, Urlaub, Fußball. Du möchtest mitsprechen, aber du weißt nicht wie. Mitsprechen bedeutet in einem Gespräch auch sprechen. Das ist schwer. Gruppengespräche sind schwerer als Einzelgespräche. Einzelgespräch bedeutet Gespräch mit einer Person.
Gruppe bedeutet mehrere Menschen. Du kannst klein anfangen. klein anfangen bedeutet Mit wenig beginnen. du musst nicht sofort eine lange Geschichte erzählen. Du kannst fragen: Wie war dein Wochenende? Was machst du heute nach der Arbeit? Ist das Essen gut? Wo kann man hier gut einkaufen? Kennst du einen guten Arzt in der Nähe? Wie lange arbeitest du schon hier? Diese Fragen sind einfach und nützlich. Menschen sprechen gern über normale Dinge. Wetter, Essen, Wochenende, Arbeit, Familie. Stadt. Du musst nicht privat fragen. Privat bedeutet sehr persönlich. Am Anfang lieber allgemein. Allgemein bedeutet nicht zu persönlich. Wenn du nicht alles verstehst, sag: Entschuldigung, was bedeutet das? Oder Kannst du das bitte wiederholen? in der Du-Form. Kannst du bitte langsamer sprechen? Mit Kollegen sagt man oft du. Aber nicht immer. In vielen Firmen sagt man du. In anderen Firmen sagt man sie. Sie ist formal. Du ist informell. Problem: Du weißt nicht, ob du oder sie sagen sollst. Lösung? Höre zu. Was sagen die anderen? Wenn unsicher, benutze sie. Sie ist sicherer und höflicher. Später kann die andere Person sagen: Du kannst du sagen. Das bedeutet, wir können informell sprechen. Nach der Arbeit bist du müde. Dein Kopf ist voll mit Deutsch. Deutsch im Kurs, Deutsch im Bus. Deutsch bei der Arbeit. Deutsch im Supermarkt. Das ist viel. Viel bedeutet a lot. Du brauchst Erholung. Erholung bedeutet Ruhe, damit du wieder Kraft bekommst. Viele Menschen denken, ich muss nach der Arbeit noch 3 Stunden Deutsch lernen. Aber vielleicht ist dein Kopf schon voll. Dann ist besser 20 Minuten ruhig wiederholen. nicht zu viel. Zu viel lernen kann müde machen. Besser regelmäßig. Regelmäßig bedeutet oft und mit Rhythmus. Jeden Tag ein bisschen. Jeden Tag 15 Minuten. Jeden Tag 20 Minuten. Das ist besser als einmal pro Woche 5 Stunden. Du kommst nach Hause. Du ziehst die Schuhe aus. Ausziehen bedeutet Kleidung oder Schuhe abnehmen. Du wäschst deine Hände. Hände waschen. Du trinkst Wasser. Du setzt dich 5 Minuten. 5 Minuten sind kurz, aber wichtig. Du atmest. Du sagst: Ich bin zu Hause. Ich darf kurz ruhig sein. Dann schaust du deine Liste. Was steht auf der Liste? Vielleicht einkaufen. Vielleicht Wäsche. Vielleicht E-Mail. Vielleicht Deutsch. Du entscheidest. Entscheiden bedeutet wählen. Was ist heute wirklich wichtig? Wirklich bedeutet Echt. Muss alles heute sein? vielleicht nicht. Priorität. Ein schwieriges Wort. Priorität bedeutet, was zuerst wichtig ist. Erste Priorität, zweite Priorität, dritte Priorität. Wenn du müde bist, brauchst du Prioritäten. Heute. Essen kochen, Rechnung bezahlen, Schlafen. Deutsch kann morgen mehr sein. das ist okay. Jetzt kochst du. Kochen bedeutet Essen machen. Kochen ist auch Rhythmus. Wasser in den Topf. Topf bedeutet Pot.
Gemüse schneiden. Schneiden bedeutet mit Messer teilen. Messer bedeutet Knife. Reis waschen. Reis kochen. Suppe warm machen. Öl in die Pfanne. Pfanne bedeutet Pan. Zwiebel. Tomate. Salz. Pfeffer. Einfache Dinge. Kochen kann beruhigen. Beruhigen bedeutet ruhiger machen. Du machst etwas mit deinen Händen. Hand. Hände. Du riechst Essen. Riechen bedeutet Smell. du hörst Wasser kochen. Du fühlst Wärme. Wärme bedeutet warmes Gefühl. Dein Körper versteht, der Tag wird ruhiger. Beim Essen kannst du Deutsch hören. Aber nicht immer. Manchmal brauchst du Stille. Stille bedeutet keine Geräusche. Du darfst Pause von Deutsch machen. Pause ist kein Rückschritt. Rückschritt bedeutet zurückgehen. Pause ist Teil vom Lernen. Dein Gehirn braucht Ruhe, um Wörter zu speichern. Nach dem Essen machst du vielleicht 10 Minuten Deutsch. 10 Minuten. Nicht lang. Du nimmst dein Heft. Du schreibst 5 neue Wörter aus dem Tag. Zum Beispiel die Lieferung kontrollieren, unterschreiben. Die Pause pünktlich. Dann schreibst du Sätze: Die Lieferung kommt heute. Ich kontrolliere die Liste. Ich unterschreibe das Papier. Ich mache eine Pause. Ich bin pünktlich. Das ist besser als nur Wörter. Wörter mit Sätzen bleiben besser. Bleiben bedeutet stay. Ein Wort allein ist wie ein Mensch ohne Haus. Ein Satz Gib dem Wort ein Haus. Dann kann es wohnen. Wohnen bedeutet Live. Jetzt sprechen wir über Hausaufgaben. Hausaufgaben sind Aufgaben für zu Hause. Im Deutschkurs bekommst du vielleicht Hausaufgaben. Übungen im Buch. Sätze schreiben. Text lesen. Wörter lernen. Hörübung machen. Hörübung bedeutet Listening Exercise. Problem. Du bist müde und machst die Hausaufgaben nicht. Einmal ist nicht schlimm. Aber wenn es oft passiert, wird der Kurs schwerer. Schwerer bedeutet more difficult. Lösung. Mach eine kleine feste Zeit. Feste Zeit bedeutet immer gleich. Zum Beispiel Jeden Abend 20 Minuten nach dem Essen. oder Jeden Morgen 15 Minuten vor dem Kurs. nicht warten, bis du Motivation hast. Motivation bedeutet Lust und Energie. Motivation kommt und geht. Rhythmus bleibt. Du kannst sagen, Ich lerne jeden Tag ein bisschen. Ein bisschen ist genug. Ein bisschen jeden Tag ist stark. stark bedeutet powerful. Jetzt sprechen wir über Lernen mit dem Alltag. Du musst nicht nur am Tisch lernen. Dein Alltag ist ein Klassenzimmer. Klassenzimmer bedeutet Room for Class. Die Straße ist ein Klassenzimmer. Der Bus ist ein Klassenzimmer. Der Supermarkt ist ein Klassenzimmer. Die Arbeit ist ein Klassenzimmer. Im Supermarkt lernst du die Kasse, der Preis bezahlen, mit Karte bar der Bon, die Tüte, das Regal, das Angebot reduziert. Reduziert bedeutet billiger als vorher. Angebot bedeutet Special Price. Du siehst ein Schild, Angebot. Du merkst es dir, Angebot. Das Angebot. Ein gutes Angebot.
Das ist Alltagssprache. Auf der Straße lernst du Eingang, Ausgang, privat verboten, erlaubt, Baustelle, Umleitung. Achtung! Fußweg, Fahrradweg, Baustelle bedeutet Ort, wo gebaut wird. Umleitung bedeutet anderer Weg, weil der normale Weg geschlossen ist. Achtung bedeutet Pass auf. Pass auf bedeutet be careful. In der Arbeit lernst du Pünktlich. Schichtpause. Aufgabe. Kollege, Chef, Liste, Kunde. Lieferung. Fehlerkunde bedeutet Customer. Schicht bedeutet Arbeitszeit. Zum Beispiel Frühschicht oder Spätschicht. Frühschicht ist morgens. Spätschicht ist später am Tag. Wenn du diese Wörter im echten Leben siehst, bleiben sie besser. Echte Wörter. Echte Situationen. Echte Sätze. Jetzt sprechen wir über Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet, Du glaubst ein bisschen mehr an dich. Selbst bedeutet ich selbst. Vertrauen bedeutet ich glaube, es ist sicher. Selbstvertrauen wächst langsam. Es kommt nicht an einem Tag. Es kommt durch Erfahrung. Erfahrung bedeutet, Du hast etwas erlebt und gelernt. Am ersten Tag hast du Angst, Brot zu kaufen. Später kaufst du Brot ohne Angst. Am Anfang hast du Angst, den Arzt anzurufen. später kannst du sagen, ich brauche einen Termin. Am Anfang verstehst du im Kurs fast nichts. Später verstehst du die Lehrerin besser. Am Anfang bist du still in der Pause. Später fragst du Maria, wie war dein Wochenende? Das sind kleine Erfolge. Erfolg bedeutet, etwas gelingt. Gelingen bedeutet, es klappt. Klappen bedeutet, funktionieren. Es klappt. Ein sehr deutsches Alltagswort. Klappt das? Das klappt. Das hat geklappt. Es hat nicht geklappt. Kein Problem, wir versuchen es noch einmal. Noch einmal. Wieder ein wichtiges Wort. Noch einmal bedeutet again. Wenn etwas nicht klappt, mach es noch einmal. Wenn du ein Wort vergisst, lern es noch einmal. Wenn du einen Satz falsch sagst, Sag ihn noch einmal. Wenn du einen Termin verpasst, mach einen neuen. wenn du eine Bewerbung schickst, Und keine Antwort bekommst, schick noch eine. Bewerbung. Jetzt sprechen wir über Arbeitssuche. Arbeitssuche bedeutet, du suchst Arbeit. Viele Menschen in Deutschland schreiben Bewerbungen. Eine Bewerbung besteht oft aus Lebenslauf und Anschreiben. Lebenslauf bedeutet Papier über dein Leben, deine Ausbildung und Arbeit. Anschreiben bedeutet Brief an die Firma. Wenn du Arbeit suchst, brauchst du Struktur. Wieder dieses Wort, Struktur. du kannst jeden Tag ein bisschen machen. Nicht den ganzen Tag panisch suchen. Panisch bedeutet Mit Panik. lieber ruhig und regelmäßig. Montag, Lebenslauf prüfen. Dienstag, 3 Stellen suchen. Mittwoch. Eine Bewerbung schreiben. Donnerstag. Bewerbung senden. Freitag, E-Mails prüfen. Stelle bedeutet Jobangebot. Eine Stelle suchen. Eine Stelle finden. Eine Stelle bekommen. Eine Stelle ist Frei. Frei bedeutet verfügbar. Eine freie Stelle. Du liest eine Anzeige. Anzeige bedeutet
Jobbeschreibung. Dort steht: Wir suchen Mitarbeiter. Mitarbeiter bedeutet Person working in company. Vollzeit oder Teilzeit. Vollzeit bedeutet viele Stunden pro Woche. Teilzeit bedeutet weniger Stunden. Erfahrung erwünscht. Erwünscht bedeutet gut, wenn du es hast. Deutschkenntnisse A2 oder A1. Kenntnisse bedeutet Wissen oder Fähigkeit. Führerschein erforderlich. Erforderlich bedeutet notwendig. Ab sofort. Ab sofort bedeutet jetzt, sofort möglich. Du verstehst nicht alles. Du markierst wichtige Wörter. Du übersetzt. Du fragst jemanden, dann entscheidest du. Passt diese Stelle zu mir? Passen bedeutet geeignet sein. Passt das? Passt die Zeit? Passt der Ort? Passt die Sprache? Passt der Lohn? Lohn oder Gehalt bedeutet Geld für Arbeit. Lohn sagt man oft bei Stundenarbeit. Gehalt sagt man oft monatlich. Monatlich bedeutet jeden Monat. Stundenlohn bedeutet Geld pro Stunde. Pro Stunde bedeutet for each hour. In einer Bewerbung kannst du einfache Sätze schreiben. Guten Tag, ich interessiere mich für die Stelle als Ich habe Erfahrung in. Ich lerne Deutsch und kann einfache Gespräche führen. Ich bin zuverlässig und pünktlich. Über eine Einladung zu einem Gespräch freue ich mich. Mit freundlichen Grüßen. Zuverlässig bedeutet, man kann sich auf dich verlassen. Verlassen auf bedeutet trust. Pünktlich bedeutet zur richtigen Zeit. Diese Wörter sind sehr wichtig in Bewerbungen. Zuverlässig, pünktlich, freundlich, lernbereit. Lernbereit bedeutet bereit zu lernen. Vielleicht bekommst du eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Vorstellungsgespräch bedeutet Gespräch, bevor du einen Job bekommst. Du stellst dich vor. Vorstellen bedeutet sagen, wer du bist. Ich heiße. Ich komme aus. Ich habe Erfahrung als. Ich möchte arbeiten, weil. Ich kann. Ich lerne. Vor dem Gespräch bereitest du dich vor. Vorbereiten bedeutet ready machen. Du suchst die Adresse. Du planst den Weg. Du legst Kleidung bereit. Kleidung. Hemd, Bluse, Hose, Schuhe. Nicht immer sehr formal, aber sauber und ordentlich. Sauber bedeutet clean. Ordentlich bedeutet neat. Du übst Antworten. Warum möchten Sie hier arbeiten? Ich möchte hier arbeiten, weil ich gern mit Menschen arbeite. Oder? Weil ich Erfahrung in der Küche habe. Oder? Weil ich zuverlässig bin und schnell lerne. Oder? Weil die Arbeitszeiten gut passen. Was sind Ihre Stärken? Stärke bedeutet, was du gut kannst. Ich bin pünktlich. Ich bin freundlich. Ich arbeite sorgfältig. Sorgfältig bedeutet genau und mit Aufmerksamkeit. Ich lerne schnell. Ich kann gut im Team arbeiten. Was sind Ihre Schwächen? Schwäche bedeutet, was noch nicht so stark ist. Mein Deutsch ist noch nicht perfekt, aber ich lerne jeden Tag. Das ist ehrlich und positiv. Positiv bedeutet gut,
Mit guter Richtung. Im Gespräch verstehst du vielleicht nicht alles. Du sagst: Entschuldigung, können Sie die Frage bitte wiederholen? Oder: Können Sie das bitte einfacher sagen? Das ist okay. Besser fragen als falsch antworten. Vielleicht bekommst du die Stelle nicht. Nicht bekommen bedeutet no job. Das tut weh. Wehtun bedeutet hurt. Aber es ist normal. Viele Bewerbungen bekommen keine Zusage. Zusage bedeutet positive Antwort. Absage bedeutet Negative Antwort. eine Absage ist nicht das Ende. Ende bedeutet finish. Du machst weiter. Du lernst aus jedem Gespräch. Du wirst sicherer. Jetzt sprechen wir über Zeitmanagement. Zeitmanagement bedeutet, deine Zeit organisieren. Das Wort ist lang. Aber die Idee ist einfach. Du hast 24 Stunden am Tag. Du brauchst Schlaf, Arbeit oder Kurs, Essen, Wege, Haushalt, Lernen, Ruhe, Freunde. Termine. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Gleichzeitig bedeutet at the same time. Deshalb brauchst du einfache Planung. Planung bedeutet Plan. Am Sonntag kannst du die Woche anschauen. Woche bedeutet 7 Tage, Montag bis Sonntag. Was ist fest? Fest bedeutet schon bestimmt. Kurs, Arbeit. Termine. Was ist flexibel? Flexibel bedeutet kann sich ändern. Einkaufen, putzen, lernen, Freunde treffen. Du schreibst Montag, Kurs, Einkaufen. Dienstag, Arbeit, Wäsche. Mittwoch, Kurs, Hausaufgaben. Donnerstag, Arbeit, E-Mail. Freitag, Kurs, Freunde. Samstag, Putzen, Kochen, Freizeit. Sonntag, Ruhe, Planen, Familie anrufen. Putzen bedeutet sauber machen. Wäsche bedeutet Kleidung, Waschen. Freizeit bedeutet freie Zeit. Familie anrufen bedeutet mit Familie telefonieren. Ein Plan hilft. Aber ein Plan darf sich ändern. Ändern bedeutet different machen. Wenn du krank bist, ändert sich der Plan. Wenn der Bus ausfällt, Ändert sich der Plan. Wenn du sehr müde bist, ändert sich der Plan. Flexibilität ist auch wichtig. Jetzt sprechen wir über Haushalt. Haushalt bedeutet Arbeiten zu Hause. putzen, kochen, waschen, aufräumen, einkaufen. Müll rausbringen. Müll rausbringen bedeutet Müll nach draußen bringen. Diese Dinge sind klein, aber sie brauchen Zeit. Wenn du sie ignorierst, wird die Wohnung unordentlich. Unordentlich bedeutet nicht ordentlich. Dann wird dein Kopf auch unruhig. Lösung. Kleine Routine. Jeden Tag 10 Minuten aufräumen. 10 Minuten. Nicht viel. Teller in die Küche. Kleidung auf den Stuhl, in den Schrank oder in den Wäschekorb. Wäschekorb bedeutet Basket for dirty clothes. Müll in den Müll. Briefe auf den Tisch oder in den Ordner. Boden kurz fegen. Fegen bedeutet mit Besen sauber machen. Besen bedeutet Broom. Am Wochenende etwas mehr. Bad putzen. Küche putzen. Wäsche waschen. Bettwäsche wechseln. Wechseln bedeutet Change. Bettwäsche ist Decke und Kissenbezug.
Kissenbezug bedeutet Cover for Pillow. Wenn du in einer WG wohnst, gibt es vielleicht Putzplan. Putzplan bedeutet Plan, wer wann putzt. Montag, Amir Küche. Dienstag, Maria Bad. Mittwoch, du Flur. Flur bedeutet Hallway. Putzplan ist wichtig, damit es fair ist. Fair bedeutet gerecht. Gerecht bedeutet, alle machen ihren Teil. Problem: Du verstehst den Putzplan nicht oder vergisst deine Aufgabe. Lösung. Frag. Wann bin ich dran? Dran sein bedeutet It is your turn. Was Muss ich putzen? Wie oft? mit welchem Putzmittel? Putzmittel bedeutet Cleaning Product. Wenn du etwas nicht weißt, Lass es dir zeigen. lass es dir zeigen bedeutet, bitte jemanden, es dir zu zeigen. Jetzt sprechen wir über Freizeit. Freizeit ist nicht Luxus. Luxus bedeutet etwas Besonderes, nicht nötig. Aber Freizeit ist wichtig. Dein Kopf braucht schöne Dinge. Schön bedeutet nice, beautiful. Wenn dein Leben nur Arbeit, Kurs und Dokumente ist, wirst du müde und traurig. du brauchst auch Freude. Freude bedeutet Happiness. Was kannst du in Deutschland in der Freizeit machen? Spazieren gehen. Spazieren gehen bedeutet langsam draußen laufen. in den Park gehen. Park. Natur sehen. Natur bedeutet Trees, Flowers, Sky. Musik hören. Ein Buch lesen. Einen Film sehen. Sport machen. Fahrrad fahren. Kaffee trinken. Einen Markt besuchen. Markt bedeutet Ort. Wo Menschen essen oder Dinge verkaufen. Bibliothek besuchen. Bibliothek bedeutet Ort mit Büchern. Oft kostenlos. Kostenlos bedeutet ohne Geld. Du kannst auch kostenlose Orte suchen. Parks sind kostenlos. Manche Museen haben günstige Tage. Günstig bedeutet nicht teuer. Stadtfeste sind manchmal kostenlos. Sprachcafés sind oft kostenlos oder billig. Billig bedeutet wenig teuer. Aber Billig kann manchmal negativ klingen. Günstig klingt besser. Problem: Du möchtest rausgehen, aber du kennst niemanden. Lösung: Geh trotzdem. Trotzdem bedeutet, obwohl es schwer ist. Geh allein spazieren. Geh allein In die Bibliothek. Geh allein in ein Café. Allein heißt nicht einsam. Allein bedeutet ohne andere Person. Einsam bedeutet traurig allein. Du kannst allein sein und dich ruhig fühlen. Du kannst allein sein und Deutsch hören. Du kannst allein sein und die Stadt kennenlernen. Kennenlernen bedeutet langsam kennenlernen, mehr wissen. Du lernst deine Stadt kennen. Straßen, Läden, Parks, Haltestellen. Lieblingsorte. Lieblingsort bedeutet Ort. Den du besonders magst. Vielleicht ein kleiner Park. Vielleicht eine Bank am Fluss. Fluss bedeutet River. Vielleicht eine Bäckerei. Vielleicht ein ruhiges Café. Ein Lieblingsort hilft. Wenn du traurig bist, geh dorthin. Wenn dein Kopf voll ist, geh dorthin. Wenn du Erfolg hattest, geh dorthin und feiere leise. Feiern bedeutet Celebrate. Nicht immer mit Party.
Man kann auch mit Tee feiern oder mit einem Stück Kuchen. Kuchen bedeutet Cake. Jetzt sprechen wir über Freunde finden. Freunde finden ist nicht einfach, besonders als Erwachsener. Erwachsen bedeutet nicht Kind. Kinder finden oft schnell Freunde. Erwachsene brauchen mehr Zeit. In Deutschland vielleicht noch mehr. Viele Menschen haben schon feste Freunde. Fest bedeutet stabil, schon lange. Du kommst neu dazu. Dazukommen bedeutet join. Lösung, Wiederholung. Du musst Menschen öfter sehen. Öfter bedeutet more often. Einmal sehen ist nur Kontakt. Mehrmals sehen kann Beziehung werden. Beziehung bedeutet Connection. Deshalb sind regelmäßige Orte wichtig. Deutschkurs, Sportkurs, Verein, Ehrenamt, Arbeit, Bibliothek, Sprachcafé. Kirche oder Gemeinde, wenn du religiös bist. Gemeinde bedeutet Community. Du kannst kleine Gespräche beginnen. Hallo. Bist du auch neu hier? Wie lange lernst du schon Deutsch? Kommst du jede Woche hierher? Möchtest du zusammen üben? Hast du Lust? Nach dem Kurs, kurz Kaffee zu trinken? Hast du Lust? Das ist ein freundlicher Satz. Hast du Lust, spazieren zu gehen? Hast du Lust, zusammen zu lernen? Hast du Lust, am Samstag auf den Markt zu gehen? Wenn jemand Nein sagt, heißt das nicht immer Ablehnung. Ablehnung bedeutet Rejection. Vielleicht hat die Person keine Zeit. Vielleicht ist sie müde. Vielleicht ist sie schüchtern. Schüchtern bedeutet Schü. du kannst später noch einmal fragen. Oder jemand anderen fragen. Freundschaft braucht Geduld. Geduld bedeutet ruhig warten können. Nicht zu viel erwarten. Erwarten bedeutet Think it should happen. Am Anfang sind kleine Kontakte genug. Ein Lächeln, ein Kaffee, eine Nachricht, ein gemeinsamer Spaziergang. Gemeinsam bedeutet together. Jetzt sprechen wir über Nachrichten schreiben. Nachrichten sind wichtig für Freundschaft. Nachricht bedeutet Message. Du willst nicht zu formell sein. Formell bedeutet sehr offiziell, aber auch nicht zu direkt. Du kannst einfache Nachrichten schreiben. Hallo Maria, wie geht es dir? Hast du diese Woche Zeit für Kaffee? Hallo Amir. Möchtest du morgen zusammen Deutsch lernen? Hallo Lina, ich gehe am Samstag zum Markt. Möchtest du mitkommen? Hallo, Danke für heute. Es war schön, mit dir zu sprechen. schön bedeutet nice. Mitkommen bedeutet come with. Zusammen lernen. Zusammen Kaffee trinken. Zusammen spazieren gehen. Wenn jemand antwortet, gut. Wenn nicht, warte. Nicht 10 Nachrichten schicken. Eine Nachricht reicht. Reichen bedeutet genug sein. Wenn keine Antwort kommt, akzeptiere es. Akzeptieren bedeutet annehmen. Dann suchst du weiter. Jetzt sprechen wir über Heimweh. Heimweh haben bedeutet zu Hause vermissen. Vermissen bedeutet traurig sein, weil jemand oder etwas nicht da ist. Auch wenn dein Alltag besser wird, kann Heimweh kommen. Manchmal am Abend. Manchmal am Sonntag. Manchmal nach einem Telefonat mit Familie.
manchmal bei einem Geruch. Geruch bedeutet Smell. Ein Essen riecht wie zu Hause. Ein Lied klingt wie zu Hause. Lied bedeutet Song. Dann kommt Heimweh. Heimweh ist kein Zeichen, dass du falsch bist. Zeichen bedeutet Signal. Heimweh bedeutet, du liebst etwas, das weit weg ist. Weit weg bedeutet far away. Das ist menschlich. Menschlich bedeutet normal for humans. Was hilft? Eine Routine mit Heimat. Heimat in kleinen Dingen. Koche einmal pro Woche. Essen aus deinem Land. Höre Musik in deiner Sprache. Sprich mit Familie. Schreib einer Freundin. Schau Fotos. Aber bleib nicht nur in der Vergangenheit. Vergangenheit bedeutet Time before now. Verbinde Heimat und neues Leben. Verbinden bedeutet connect. Zum Beispiel: Du kochst Essen aus deinem Land und lädst eine neue Freundin ein. Oder du erklärst einem Kollegen ein Gericht. Gericht bedeutet Dish, Meal. Oder du bringst ein kleines Essen zum Kurs mit. So wird deine Heimat Teil von deinem Leben in Deutschland, nicht verloren. Sut, nimi, sondern dabei. Dabei bedeutet With you. Jetzt sprechen wir über Gesundheit im Alltag. Gesundheit bedeutet Health, nicht nur Arzt. Auch Schlaf, Essen, Bewegung, Licht, Kontakte, Ruhe. Wenn du neu in Deutschland bist, kann dein Körper Stress fühlen. Körperstress. Du schläfst schlecht. Du bist oft müde. Du hast Kopfschmerzen. Du isst unregelmäßig. Unregelmäßig bedeutet nicht regelmäßig. Du sitzt viel. Du bewegst dich wenig. Bewegung bedeutet Movement. Lösung. Kleine Gesundheitsroutine. Jeden Tag Wasser trinken. Jeden Tag etwas essen. Jeden Tag kurz rausgehen. Jeden Tag ein bisschen bewegen. Bewegung muss nicht Fitnessstudio sein. Fitnessstudio bedeutet Gym. Spazieren ist Bewegung. Treppensteigen ist Bewegung. Fahrradfahren ist Bewegung. Putzen ist auch Bewegung. Licht ist wichtig. Besonders im Winter. Geh raus, wenn es hell ist. Hell bedeutet light, bright. Auch wenn es kalt ist. Zieh dich warm an. Schal, Mütze, Jacke, Handschuhe. Dann 10 Minuten raus. Dein Körper merkt, es ist Tag. Das hilft beim Schlaf. Schlaf. Schlaf ist sehr wichtig. Wenn du wenig schläfst, ist Deutsch schwerer. Alles ist schwerer. Termine, Arbeit, Lernen, Gefühle. Versuche, eine Schlafroutine zu machen. Jeden Abend ungefähr gleiche Zeit. Ungefähr bedeutet circa. Handy weg. Licht dunkler. Tee. Kurze Ruhe. Nicht zu viel Nachrichten. Nicht zu viel Stress vor dem Schlafen. Wenn du nicht schlafen kannst, steh nicht sofort auf und arbeite. Atme. Lies etwas Einfaches. Schreib deine Sorgen auf. Morgen kümmere ich mich darum. Sich kümmern bedeutet Take care of. Heute schlafe ich. Morgen kümmere ich mich darum. Jetzt sprechen wir über Geld im Alltag. Geld planen ist wichtig. Planen bedeutet vorher überlegen. In Deutschland kommen viele Kosten monatlich.
Monatlich bedeutet jeden Monat. Miete, Strom, Internet, Handy, Versicherung, Ticket. Essen, Vielleicht Kurs. Vielleicht Kleidung. Vielleicht Medikamente. Problem. Am Anfang weißt du nicht, wohin das Geld geht. Wohin bedeutet to where. Lösung, Schreib eine einfache Liste. Einnahmen und Ausgaben. Einnahmen bedeutet, Geld kommt rein. Ausgaben bedeutet, Geld geht raus. Miete, Essen, Transport, Handy, Internet, Sonstiges. Sonstiges bedeutet, other things, du kannst eine Woche alles aufschreiben. Brot 2 Euro, Kaffee 3 Euro, Ticket 4 Euro, Supermarkt 25 Euro. Dann siehst du, was viel kostet. Sehen bedeutet understand with eyes, Vielleicht kaufst du oft kleine Dinge und zusammen sind sie teuer. zusammen bedeutet together, Kleine Beträge werden groß. Betrag bedeutet amount of money. Ein Betrag von 2 Euro ist klein. Aber jeden Tag 2 Euro sind im Monat 60 Euro. Monat, Wieder dieses Wort. Geld planen heißt nicht, nie etwas Schönes kaufen. Es heißt, bewusst kaufen. bewusst bedeutet Mit Aufmerksamkeit. Du entscheidest, das brauche ich, das möchte ich, das kann warten. Warten bedeutet, wait, das kann warten. ein wichtiger Satz. Jetzt sprechen wir über Briefe und Bürokratie. Aber ruhig. Bürokratie bedeutet viele Regeln, Papiere, Behörden. In Deutschland gibt es Bürokratie. Das ist oft schwer. Aber du kannst einen Rhythmus machen. Einmal pro Woche. Post prüfen. Briefe öffnen, E-Mails prüfen. Fristen suchen, Frist bedeutet Deadline. Dokumente ablegen. Ablegen bedeutet in den Ordner tun. Fragen notieren. Notieren bedeutet Write down. wenn du das regelmäßig machst, Wird Bürokratie kleiner. Wenn du alles liegen lässt, wird sie größer. liegen lassen, Bedeutet nicht machen. Ein kleiner Bürotag pro Woche. Vielleicht Sonntagabend 30 Minuten. Oder Mittwoch nach dem Kurs. Du machst Tee. Du setzt dich. du öffnest Briefe, du sortierst. Sortieren bedeutet Ordnen. du schreibst, Muss ich antworten? muss ich zahlen, Muss ich einen Termin machen? Muss ich Dokumente schicken? Bis wann? Das macht Sicherheit. Du bist nicht mehr Opfer der Briefe. Opfer bedeutet jemand, dem etwas passiert und der keine Kontrolle hat. Du bekommst wieder Kontrolle. Kontrolle bedeutet, du weißt, was passiert. Jetzt sprechen wir über Selbstorganisation. Selbstorganisation bedeutet, du organisierst dich selbst. 3 Dinge helfen besonders. Kalender, Liste, Ordner. Kalender für Termine. Liste für Aufgaben. Ordner für Dokumente. Kalender, Arzttermin. Kurs, Arbeit. Frist, Geburtstag, Zahlung. Liste, Einkaufen. E-Mail schreiben. Deutsch üben. Wäsche waschen, Bank anrufen. Ordner, Miete, Arbeit, Gesundheit, Bank, Versicherung. Deutsch, einfach. nicht perfekt,
Einfach muss funktionieren. Funktionieren bedeutet Work. Wenn dein System zu kompliziert ist, benutzt du es nicht. Ein einfaches System ist besser als ein perfektes System, das du nie benutzt. Jetzt sprechen wir über deine Stimme. Stimme bedeutet Voice. In einem neuen Land verlieren manche Menschen ihre Stimme. Nicht wirklich, aber innerlich. Innerlich bedeutet Inside. Sie sagen weniger. Sie fragen weniger. Sie lachen weniger. Weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Aber deine Stimme ist wichtig. Du darfst sprechen. Du darfst sagen, was du brauchst. Ich brauche Hilfe. Ich verstehe das nicht. Ich möchte einen Termin. Ich habe eine Frage. Ich bin nicht einverstanden. Nicht einverstanden bedeutet I do not agree. Ich möchte darüber nachdenken. Ich brauche Zeit. Nein, danke. Ja, bitte. Diese Sätze geben dir Stimme. Sie sind einfach, aber stark. Jetzt sprechen wir über Grenzen bei Hilfe. Hilfe ist gut. Aber du musst nicht immer dieselbe Person fragen. Wenn du immer nur eine Person fragst, wird es vielleicht zu viel. Zu viel bedeutet more than enough. Besser. Mehrere Hilfequellen. Hilfequelle bedeutet Place or person for help. Kurslehrer, Beratungsstelle, Kollegin, Nachbar, Freund, Online-Wörterbuch, Übersetzungs-App, Amt, Krankenkasse, Bank. So bist du unabhängiger. Unabhängig bedeutet nicht komplett abhängig von einer Person. Abhängig bedeutet, du brauchst diese Person immer. Unabhängigkeit wächst langsam. Am Anfang brauchst du viel Hilfe. Später weniger. Das ist normal. Jetzt sprechen wir über Deutsch ohne Angst. Angst ist da. Aber du kannst mit Angst arbeiten. Nicht gegen Angst kämpfen. Kämpfen bedeutet Fight. Sondern mit ihr gehen. Du sagst, ja. Ich habe Angst zu sprechen. Und ich spreche trotzdem einen Satz. Nur einen Satz. Morgen 2 Sätze. Mini-Ziele helfen. Mini bedeutet sehr klein. Ziel bedeutet Goal. Heute frage ich im Supermarkt nach einem Produkt. Morgen sage ich meiner Nachbarin Guten Morgen. Diese Woche rufe ich beim Arzt an. Diese Woche schreibe ich eine deutsche Nachricht. Diesen Monat gehe ich in ein Sprachcafé. Jedes Mini-Ziel ist Training. Training bedeutet Practice. Dein Mut trainiert. Wie ein Muskel. Muskel bedeutet Muskel. Wenn du ihn benutzt, wird er stärker. Stärker bedeutet more strong. Jetzt machen wir eine kleine Geschichte. Diese Geschichte heißt Ein normaler Donnerstag. Es ist Donnerstag. Donnerstag ist fast Ende der Woche. Ende bedeutet Finish. Nila wacht um 7 Uhr auf. Sie ist 29 Jahre alt und seit 3 Monaten in Deutschland. Sie wohnt in Leipzig. Leipzig ist eine Stadt. Sie macht einen Deutschkurs und arbeitet am Nachmittag in einem kleinen Hotel. Hotel bedeutet Ort, wo Gäste schlafen. Nila ist müde, aber sie steht auf. Sie sagt, heute mache ich langsam. Aber ich mache weiter. Sie öffnet das Fenster. Kalte Luft kommt herein. Sie trinkt Wasser.
Sie macht Haferflocken mit Banane. Haferflocken sind ein einfaches Frühstück. Sie setzt sich an den Tisch und schaut in ihren Kalender. Heute 9 Uhr Deutschkurs, 13 Uhr Arbeit im Hotel, 18 Uhr einkaufen, 20 Uhr Hausaufgaben. Sie denkt, das ist viel, aber es geht. es bedeutet, es ist möglich. Sie geht zum Kurs. Im Bus hört sie eine Durchsage. Durchsage bedeutet Announcement. Nächste Haltestelle. Hauptbahnhof. Bitte aussteigen in Fahrtrichtung rechts. Nila versteht nicht alles, aber sie versteht Hauptbahnhof und rechts. Rechts bedeutet right. Sie lächelt. Früher hat sie gar nichts verstanden. Jetzt versteht sie Wörter. Das ist Fortschritt. Fortschritt bedeutet Progress. Im Kurs lernt sie das Thema Tagesablauf. Tagesablauf bedeutet, was du an einem Tag machst. Aufstehen. Duschen. Frühstücken, zur Arbeit gehen, Pause machen, nach Hause kommen, Abendessen kochen, schlafen gehen. Nila schreibt Sätze. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich frühstücke um 7:30. Ich fahre um 8:30 Uhr zum Kurs. Ich arbeite am Nachmittag. Ich gehe abends einkaufen. Die Lehrerin korrigiert. Um 7:30. Nicht um 6:30. Nila lacht. Sie verwechselt die Uhrzeiten noch. Verwechseln bedeutet 2 Dinge durcheinander bringen. 7:30 bedeutet 7:30. Das ist in Deutsch schwer. Aber sie übt. Nach dem Kurs fragt Amir: Möchtest du morgen zusammen lernen? Nila möchte ja sagen, aber sie hat Angst, weil ihr Deutsch langsam ist. Dann denkt sie, ein Schritt. Sie sagt, ja, gern. Ich habe morgen nach dem Kurs Zeit. Amir sagt, super. Super bedeutet sehr gut. Nila geht zur Arbeit. Im Hotel sagt die Chefin: Heute kommen viele Gäste. Bitte bereite die Zimmerliste vor. Gäste bedeutet People staying at hotel. Zimmerliste bedeutet List of rooms. Vorbereiten bedeutet ready machen. Nila versteht Zimmer und Liste, aber nicht alles. Sie fragt, können Sie mir bitte zeigen? Welche Liste? Die Chefin zeigt es. Nila sagt, danke. Jetzt verstehe ich. Am Nachmittag fragt ein Gast, Entschuldigung, wo ist der Frühstücksraum? Frühstücksraum bedeutet Room for breakfast. Nila weiß die Antwort. Sie sagt, der Frühstücksraum ist im Erdgeschoss, links. Erdgeschoss bedeutet Ground Floor. Links bedeutet left. Der Gast sagt, danke. Nila fühlt sich stolz. Stolz bedeutet happy because you did something well. Nach der Arbeit geht Nila einkaufen. Sie kauft Reis, Gemüse, Eier und Milch. An der Kasse fragt die Kassiererin: Möchten Sie den Bon? Nila antwortet: Nein, danke. Früher hat sie diese Frage nicht verstanden. Jetzt versteht sie. Noch ein Fortschritt. Zu Hause ist Nila müde. Sehr müde. Sie wollte Hausaufgaben machen, aber ihr Kopf ist voll. Sie entscheidet: Ich mache nur 10 Minuten. Sie schreibt 5 Wörter. Der Tagesablauf. Das Erdgeschoss der Gast vorbereiten stolz.
Dann macht sie das Heft zu. Zumachen bedeutet Close. Sie kocht Reis mit Gemüse. Sie ruft ihre Schwester an. Schwester bedeutet Sister. Sie erzählt, Heute habe ich einem Gast geholfen. die Schwester sagt, Ich bin stolz auf dich. Nila lächelt. der Tag war voll, aber gut. Das ist ein guter Alltag. Nicht perfekt, aber gut. Ein Alltag mit Lernen, Arbeit, kleinen Gesprächen, Essen. Ruhe und einem kleinen Erfolg. Jetzt wiederholen wir die wichtigen Ideen. Ein neuer Rhythmus braucht Zeit. Du brauchst einen Morgen, der ruhig beginnt. Du brauchst Essen und Wasser. Du brauchst einen Kalender. Du brauchst kleine Listen. Du brauchst Deutsch im Alltag. Du brauchst Pausen. Du brauchst Arbeit oder Lernen mit klaren Fragen. Du brauchst Kontakte, aber langsam. Du brauchst Freizeit. Du brauchst Gesundheit. Du brauchst Ordnung in Dokumenten. Du brauchst Mut. Du brauchst Geduld. Geduld. Wieder dieses Wort. Geduld ist wie eine warme Decke. Decke bedeutet Blanket. Geduld sagt, es muss nicht alles sofort sein. Geduld sagt, du darfst langsam wachsen. Geduld sagt, morgen ist auch noch ein Tag. Jetzt ein paar wichtige Sätze für deinen neuen Rhythmus. Am Morgen. Ich stehe jetzt auf. Ich mache mir Frühstück. Ich plane meinen Tag. Heute mache ich 3 Dinge. Ich gehe Schritt für Schritt. Im Kurs. Ich habe eine Frage. Können Sie das bitte wiederholen? Was bedeutet dieses Wort? Können Sie ein Beispiel geben? Ich möchte das noch einmal üben. Bei der Arbeit. Was soll ich zuerst machen? Bis wann brauchen Sie das? Können Sie mir das bitte zeigen? Ich habe das nicht verstanden. Ich bin noch neu. Aber ich lerne schnell. Mit Kollegen, wie war dein Wochenende? Machst du heute Pause? Wo kann man hier gut essen? Kannst du mir einen Tipp geben? Danke für deine Hilfe. Mit Freunden. Hast du Zeit für Kaffee? Möchtest du zusammen lernen? Wollen wir spazieren gehen? Ich kenne hier noch nicht viele Menschen. Es war schön, mit dir zu sprechen. Für dich selbst. Ich lerne jeden Tag. Ich muss nicht perfekt sein. Ein kleiner Schritt ist auch ein Schritt. Ich darf Fehler machen. Ich werde sicherer. Diese Sätze kannst du wiederholen. Langsam, leise, im Kopf, im Bus, beim Kochen, vor dem Schlafen. Sie bauen deinen Rhythmus. Sie bauen dein Selbstvertrauen. Sie bauen dein neues Leben. Jetzt sprechen wir über die Wochen. Nicht nur ein Tag. Eine Woche hat 7 Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. In Deutschland haben viele Menschen eine Wochenstruktur. Unter der Woche bedeutet Montag bis Freitag. Am Wochenende bedeutet Samstag und Sonntag. Unter der Woche ist oft Arbeit, Schule, Kurs. Am Wochenende ist oft Einkauf, Haushalt, Freunde, Ruhe. Aber jeder Mensch ist anders. Anders bedeutet not same. Vielleicht arbeitest du am Wochenende. Vielleicht hast du Montag frei. Vielleicht hast du Schichtarbeit. Schichtarbeit bedeutet Arbeit zu verschiedenen Zeiten.
Dann brauchst du deinen eigenen Rhythmus. Dein Rhythmus muss zu deinem Leben passen. Passen bedeutet fit. Nicht jeder muss um 6 Uhr auf Stirfnassippen. Nicht jeder muss abends lernen. Manche lernen morgens besser. Manche lernen nachts besser. Aber wichtig ist, regelmäßig. Regelmäßig und realistisch. Realistisch bedeutet, es passt zur Wirklichkeit. Wirklichkeit bedeutet, Was wirklich ist. wenn du jeden Tag 12 Stunden arbeiten musst, kannst du nicht jeden Tag 3 Stunden Deutsch lernen. Das ist nicht realistisch. Aber 10 Minuten Wörter wiederholen, das ist möglich. Möglich bedeutet can happen. Wenn du kleine Kinder hast, Ist dein Tag anders. wenn du studierst, ist dein Tag anders. Wenn du Arbeit suchst, ist dein Tag anders. Mach einen Plan, der wirklich zu dir passt. Jetzt sprechen wir über Sonntage. Sonntag in Deutschland kann ruhig sein. Viele Geschäfte sind geschlossen. Geschlossen bedeutet nicht offen. Supermärkte sind meistens zu. Zu bedeutet closed. Am Anfang ist das überraschend. Überraschend bedeutet, Du hast es nicht erwartet. du willst einkaufen, aber der Laden ist zu. Dann musst du planen. Samstag einkaufen. Oder vorher. Sonntag kann aber auch schön sein. Ein ruhiger Tag. Spazieren gehen, kochen, Familie anrufen. Wäsche vielleicht, wenn es im Haus erlaubt ist. Hausaufgaben. Plan für die Woche. Ein Film. Ein Buch. Ruhe. Viele neue Menschen fühlen sich am Sonntag einsam. Einsam bedeutet Lonely. Weil alles ruhig ist. Weniger Menschen. Weniger Läden. Weniger Ablenkung. Ablenkung bedeutet Distraktion. Dann kommen Gedanken. Heimweh. Sorgen an. Angstlösung. Mach einen Sonntagsplan. Nicht groß, klein. Vormittag spazieren. Vormittag bedeutet Morning before noon. Mittag kochen. Nachmittag Videoanruf mit Familie. Videoanruf bedeutet Call with Video. Abendplan für die Woche. Ein Tee. Früh schlafen. So wird Sonntag nicht leer. Leer bedeutet empty. Er bekommt Form. Form bedeutet shape. Jetzt sprechen wir über Jahreszeiten. Jahreszeiten sind Frühling. Sommer, Herbst, Winter. In Deutschland verändern Jahreszeiten den Alltag. Verändern bedeutet Change. Im Frühling wird es heller. Blumen kommen. Menschen gehen mehr raus. Im Sommer ist es warm. Manchmal heiß. Im Herbst wird es kühler. Blätter fallen. Im Winter ist es kalt und früh dunkel. Dein Rhythmus darf sich mit Jahreszeiten ändern. Im Sommer gehst du abends spazieren. Im Winter vielleicht mittags, wenn es hell ist. Im Sommer isst du Salat. Im Winter Suppe. Im Sommer triffst du Freunde draußen. Im Winter vielleicht in einem Café oder zu Hause. Wichtig ist, du beobachtest dich. Beobachten bedeutet watch, notice. Was tut mir gut? Tut gut bedeutet, hilft mir, fühlt sich gut an. Was macht mich müde? Was macht mich ruhig? Was gibt mir Kraft? Was nimmt mir Kraft? Nehmen bedeutet take.
Wenn etwas dir Kraft gibt, mach mehr davon. Wenn etwas dir immer Kraft nimmt, prüfe es. Prüfen bedeutet check. Vielleicht, Musst du es ändern? vielleicht brauchst du Hilfe. Vielleicht brauchst du eine Pause. Jetzt sprechen wir über kleine Belohnungen. Belohnung bedeutet Reward. Wenn du etwas geschafft hast, darfst du dich belohnen. Nicht teuer, nicht groß, klein. Ein Kaffee, Ein Spaziergang, ein gutes Essen. eine Folge einer Serie. Folge bedeutet Episode. Ein Telefonat, ein Stück Kuchen. Eine warme Dusche. Dusche bedeutet Shower. Belohnung sagt deinem Gehirn, das war gut, wir machen weiter. Wenn du nur arbeitest und nie feierst, wird dein Kopf müde. Feiern muss nicht laut sein. Leise feiern ist auch feiern. Du kannst sagen, heute habe ich meinen Termin geschafft. Ich kaufe mir ein Brötchen. Oder heute habe ich Deutsch gesprochen. Ich mache mir einen schönen Tee. Oder heute habe ich eine Bewerbung geschickt. Ich gehe 20 Minuten spazieren. Jetzt sprechen wir über Vergleich. Vergleich bedeutet, du schaust auf andere. Andere Menschen sprechen schneller. Andere haben schon Arbeit. Andere haben Freunde. Andere verstehen Briefe. Du denkst, Ich bin langsam. Langsam ist schlecht. Aber das stimmt nicht immer. Stimmen bedeutet korrekt sein. Langsam kann gut sein. Langsam kann stabil sein. Stabil bedeutet strong and safe. Du kennst nicht die ganze Geschichte der anderen. Geschichte bedeutet Story. Vielleicht hat diese Person schon 5 Jahre Deutsch gelernt. Vielleicht hat sie Familie in Deutschland. Vielleicht hat sie weniger Sorgen. Vielleicht sieht sie sicher aus, aber innen hat sie auch Angst. Innen bedeutet inside. Lo. vergleiche dich weniger mit anderen. Vergleiche dich mehr mit gestern. Gestern bedeutet Yesterday. gestern konnte ich das nicht. Heute kann ich es ein bisschen. Letzten Monat hatte ich Angst vor der Kasse. Heute nicht mehr so viel. Am Anfang verstand ich kein Wort im Bus. Jetzt verstehe ich Stationen. Früher sagte ich nichts. Heute frage ich. Das ist fair. Fair zu dir selbst. Sei fair zu dir. Sei nicht nur streng. Streng bedeutet, Hart. Strict. du darfst hohe Ziele haben, aber du brauchst auch Freundlichkeit mit dir selbst. Selbstfreundlichkeit. Ein langes Wort, aber schön. Freundlich zu dir selbst sein. Jetzt sprechen wir über dein Deutsch zu Hause. Deutsch zu Hause bedeutet ein kleiner Ort, wo Deutsch in deinem Leben wohnt. Vielleicht ein Heft. Vielleicht eine App. Vielleicht ein Ordner. Vielleicht eine Playlist. Playlist bedeutet Liste mit Audio oder Musik. Vielleicht ein bestimmter Tisch. Jeden Tag kommst du kurz dorthin. Du lernst. Du hörst. Du sprichst. Mach es angenehm. Angenehm bedeutet, es fühlt sich gut an. Tee. Licht. Ruhiger Platz. Nicht zu viel Druck. Druck bedeutet Pressure. Wenn Deutsch nur Druck ist, willst du weglaufen. Weglaufen bedeutet Run away. Wenn Deutsch ein kleiner ruhiger Ort ist,
kommst du lieber zurück? Zurückkommen bedeutet return. Du kannst sagen, jetzt ist meine Deutschzeit. 20 Minuten. Danach ist Schluss. Schluss bedeutet Ende. So weiß dein Kopf. Es ist machbar. Machbar bedeutet possible to do. Jetzt sprechen wir über Aussprache. Aussprache bedeutet Pronunciation. Du musst nicht perfekt klingen. Klingen bedeutet Sound. Aber du willst verstanden werden. Verstanden werden bedeutet, andere Menschen verstehen dich. dafür hilft langsames Sprechen. Viele Lernende sprechen schnell, weil sie nervös sind. Nervös bedeutet anxious. Aber schnell macht es schwerer. Langsam ist besser. Sprich in kleinen Stücken. Ich brauche einen Termin. Ich habe eine Frage. Können Sie bitte langsamer sprechen? Ich verstehe dieses Wort nicht. Pausen sind okay. Pause beim Sprechen ist okay. Du musst nicht wie ein Radio sprechen. Radio spricht ohne Pause. Du bist ein Mensch. Du darfst Pausen machen. Jetzt sprechen wir über Hören. Hören ist schwer, weil echte Menschen nicht wie Lehrbücher sprechen. Lehrbuch bedeutet Textbook. Menschen sagen, wie geht's? Statt, wie geht es dir? Sie sagen, keine Ahnung. Das bedeutet, Ich weiß es nicht. Sie sagen, passt. das bedeutet, es ist okay. Sie sagen, Alles klar? das bedeutet, Hast du verstanden? Oder ist alles okay? sie sagen, macht nichts. Das bedeutet, Kein Problem. diese kleinen Sätze sind Alltag. Lern sie. Nicht nur lange Grammatik. Alltagssätze helfen dir sehr. Jetzt sprechen wir über kleine soziale Regeln. Soziale Regeln bedeuten, wie Menschen miteinander umgehen. Miteinander bedeutet with each other. In Deutschland sagt man oft bitte und danke. Bitte. Danke. Entschuldigung. Diese Wörter sind klein, aber wichtig. Wenn du jemanden anrempelst, sag Entschuldigung. Anrempeln bedeutet, jemanden aus Versehen berühren oder stoßen. Aus Versehen bedeutet, nicht mit Absicht. Absicht bedeutet, Intention. Wenn jemand dir hilft, sag Danke. Wenn du etwas möchtest, sag bitte. Einen Kaffee, bitte. Können Sie mir helfen, bitte? Darf ich kurz fragen? Darf ich kurz fragen? Ein sehr guter Satz. Darf ich kurz fragen? Das klingt höflich. Höflich bedeutet polite. Jetzt sprechen wir über dein Ziel. Ziel bedeutet Goal. Warum bist du in Deutschland? Vielleicht Arbeit. Vielleicht Studium. Vielleicht Familie. Vielleicht Sicherheit. Vielleicht Zukunft. Vielleicht neue Erfahrung. Erfahrung bedeutet Experience. Dein Ziel ist wichtig. Aber ein großes Ziel braucht Kleine Schritte. Wenn dein Ziel Arbeit ist ein kleiner Schritt. Lebenslauf schreiben. Wenn dein Ziel Studium ist ein kleiner Schritt. Deutschprüfung planen. Prüfung bedeutet Examen. Wenn dein Ziel Freunde sind, ist ein kleiner Schritt. Ein Sprachcafé besuchen. Wenn dein Ziel Sicherheit ist ein kleiner Schritt. Dokumente ordnen. Wenn dein Ziel gutes Deutsch ist
ist ein kleiner Schritt. Jeden Tag hören. Großziele ohne kleine Schritte machen Angst. Kleine Schritte machen große Ziele möglich. Jetzt stellen wir uns den Abend vor. Dein Tag ist fast vorbei. Inspired, du hast gelernt, gearbeitet, gefragt, gehört. Vielleicht Fehler gemacht, vielleicht gelacht. Du kommst nach Hause. Du machst das Licht an. Licht bedeutet Light. Du legst die Tasche ab. Ablegen bedeutet hinlegen. Du atmest. Du fragst dich 3 Dinge. Was habe ich heute geschafft? Was war heute schwer? Was ist morgen mein kleiner Schritt? Diese 3 Fragen sind gut. Sie geben deinem Tag Bedeutung. Bedeutung bedeutet Meaning. Du erkennst Fortschritt. Du erkennst Probleme. Du planst weiter. Zum Beispiel: Heute habe ich im Kurs gesprochen. Schwer war das Gespräch in der Pause. Morgen frage ich Maria, ob wir zusammen lernen. Oder: Heute habe ich pünktlich gearbeitet. Schwer war die Aufgabe mit der Liste. Morgen frage ich nach einem Beispiel. Oder: Heute war ich sehr müde. Schwer war alles. Morgen mache ich nur das Wichtigste und ruhe mich aus. Auch das ist klug. Klug bedeutet smart. Manchmal ist der beste Schritt Ruhe. Ruhe ist nicht Faulheit. Faulheit bedeutet, man will nichts tun. Ruhe ist Pflege. Pflege bedeutet Care. Du pflegst deinen Körper und deinen Kopf. Jetzt wird es ruhig. Der Abend kommt. Abend bedeutet Evening. Du putzt deine Zähne. Du bereitest Kleidung für morgen vor. Vorbereiten. Kleidung auf den Stuhl. Tasche packen. Wasserflasche füllen. Kalender prüfen. Wecker stellen. Wecker stellen bedeutet Alarm set. Diese kleinen Dinge machen den Morgen leichter. Leichter. Das ist ein schönes Wort. Weniger schwer. Du kannst dein Leben nicht immer leicht machen. Aber du kannst viele Dinge leichter machen. Tasche am Abend packen. Dokumente in einen Ordner. Termine in den Kalender. Essen vorbereiten. Wörter aufschreiben. Hilfe fragen. Pausen planen. Du legst dich ins Bett. Bett. Der Ort zum Schlafen. Schlafen bedeutet, dein Körper ruht. Du denkst vielleicht noch an Deutschland, an Sprache, an Zukunft. Aber dann sagst du, für heute ist genug, genug. Ich habe heute gelebt. Ich habe gelernt. Ich habe einen Schritt gemacht. Ein Schritt reicht. Morgen kommt ein neuer Tag. Morgen musst du nicht perfekt sein. Morgen brauchst du wieder nur einen Schritt. Vielleicht ein Satz. Vielleicht ein Telefonat. Vielleicht ein Einkauf. Vielleicht eine Aufgabe. Vielleicht ein Lächeln. Lächeln bedeutet Smile. Vielleicht ein kleines Ja. Vielleicht ein klares Nein. Vielleicht 10 Minuten Deutsch. Vielleicht eine Pause. Dein neuer Rhythmus in Deutschland entsteht nicht plötzlich. Plötzlich bedeutet auf einmal. Er entsteht langsam. Durch Wiederholung. Durch kleine Entscheidungen. Durch gute Fragen. Durch Fehler. Durch Lösungen. Durch Menschen. Durch Mut. Durch Geduld. Du bist nicht mehr nur angekommen. Du beginnst zu leben. Leben bedeutet nicht nur funktionieren.
Funktionieren bedeutet irgendwie den Tag schaffen. Leben bedeutet fühlen, lernen, sprechen, essen, lachen, ruhen, hoffen. Hoffen bedeutet glauben. Dass etwas gut werden kann. Und es kann gut werden. Nicht jeden Tag. Nicht immer leicht. Aber Schritt für Schritt. Dein Deutsch wird besser. Deine Wege werden bekannter. Deine Arbeit wird klarer. Deine Kontakte werden wärmer. Deine Wohnung wird mehr Zuhause. Zuhause bedeutet ein Ort, an dem du dich sicher fühlst. Vielleicht dauert es. Dauern Bedeutet Zeit brauchen. aber dauern ist okay. Ein Baum wächst auch langsam. Baum bedeutet Tree, zuerst Wurzel. Wurzel bedeutet Root, dann Stamm. Stamm bedeutet Tree Trunk, dann Äste. Äste bedeutet Branches, Dann Blätter. Blätter bedeutet Leaves. Dein Leben in Deutschland ist auch wie ein Baum. Zuerst brauchst du Wurzeln, Sprache. Wohnung, Gesundheit, Ordnung. Dann wächst der Stamm, Arbeit, Kurs, Routine. Dann kommen Äste, Freunde, Freizeit. Ziele. Dann kommen Blätter, Freude, Sicherheit. Zugehörigkeit. Zugehörigkeit bedeutet das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Dazugehören bedeutet, ich bin Teil davon. Vielleicht fühlst du das nicht sofort. Das ist normal. Aber mit jedem Tag kann es ein bisschen wachsen. Also, wenn du morgen aufwachst, denk an deinen Rhythmus. Nicht perfekt, nicht streng, nicht zu viel. Nur klar. Aufstehen. Wasser. Frühstück. 3 Dinge. Ein kleiner Schritt. Freundlich sprechen. Fragen. Wenn nötig. Pause machen. Essen. Lernen. Schlafen. Das klingt einfach. Und genau deshalb ist es stark. Ein neues Leben braucht keine perfekte Person. Es braucht eine Person, die weitergeht. Weitergehen bedeutet continue. Du gehst weiter. Langsam vielleicht, aber weiter. Und das ist genug. Gute Nacht. Wenn du jetzt schläfst. Guten Morgen, wenn du gleich beginnst. Guten Tag, wenn du mitten im Leben bist. Wo auch immer du bist, dein nächster Schritt wartet nicht weit weg. Er ist klein. Er ist machbar. Er ist heute. Schritt für Schritt. Wort für Wort. Tag für Tag. Dein Rhythmus kommt.